Ich bin Schaukje, ich bin fast 32 Jahre alt und seit 7 Jahren mit Josua verheiratet. Ich habe Medizin studiert an der Charité in Berlin und bin im Moment Vollzeitmama von 3 kleinen Kindern unter 4 Jahren. Was dachtest du, als du das erste Mal von der Idee zu Halblingen gehört hast? Ich fand das ziemlich verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass man das wirklich umsetzt. Ich dachte, er vergisst das bald wieder und wendet sich dem normalen Leben zu. Aber das hat er nicht gemacht. Also er hat in seinem normalen Leben angefangen, diese Idee irgendwie Wirklichkeit werden zu lassen. Deshalb sind wir heute hier. Welche Aufgabe hast du beim Halblingen-Projekt übernommen? Ich glaube, meine größte Aufgabe ist, auf Josua zu verzichten, in der Zeit, wo er am Halblingen-Projekt arbeitet und ihm den Rücken frei zu halten, damit er möglichst viel Zeit reinstecken kann. Und dann ganz viele kleine Sachen. Also natürlich hinterfrage ich seine Ideen und kritisiere und motiviere ihn, wenn die Motivation mal fehlt. Dann koche ich ihm einen Kaffee, wenn er zu müde ist. Räume die Küche auf nach den Kochvideos. Habe ihm nochmal schnell eine Hose heile gemacht, weil er die fürs Video brauchte. Und ich gucke die Videos nochmal Korrektur und lese Texte Korrektur. Zuletzt habe ich mit Gottes Hilfe den Pressetext geschrieben und die Fragen, die mir gerade gestellt werden, und viele von euren Kommentaren beantworte ich. Was hat dich dazu motiviert, beim Halblingen-Projekt mitzumachen? Also ehrlich gesagt war ich am Anfang gar nicht so motiviert. Ich bin da eher so mit der Zeit reingewachsen. Was ich an dem Projekt mag, ist, dass es ein echtes Abenteuer ist. Vor allem für uns als Familie natürlich. Und ich wollte eigentlich nie so ein normales, langweiliges Leben, sondern gerne ein Abenteuer. Das ist aber auch gleichzeitig für mich die größte Herausforderung, weil ich doch ein bisschen wie ein Halbling bin und es auch gerne gemütlich mag. Jetzt für die letzte Phase hat mich die Begeisterung der anderen Leute nochmal richtig motiviert. Ich war mit Josua im Sommer auf den Tolkien-Tagen und wir haben unzählige Visitenkarten verteilt und von dem Projekt berichtet und haben da ganz viel positive Resonanz gekriegt. Ganz viele Leute, die gesagt haben, dass sie das unterstützen würden oder auch diesen Park besuchen, wenn es ihn gibt. Und das hat mich jetzt in der letzten Phase echt motiviert. Und inzwischen hat Josua mich mit seiner Begeisterung für die historischen Berufe und Techniken auch angesteckt. Du verbringst mit deiner Familie einen Tag in Halblingen, wie es in ein paar Jahren aussehen könnte. Was sind deine Highlights? Also ich glaube, ich würde vor allen Dingen die Vorführungen total genießen, die so gemacht sind, dass es den Kindern nicht langweilig ist und trotzdem für uns alle lehrreich. Ich persönlich würde die Höhlen sehr interessant finden, wo irgendwas mit Stoffen und Kleidung gemacht wird, weil ich selber total gerne handarbeite, nähe, sticke, stricke. Ja, da wäre ich sehr interessiert. Und für die Kinder wäre auf jeden Fall der Spielzeugmacher und der Bauernhof ein Highlight und der Abenteuerspielplatz natürlich. Wo ist dein Lieblingsplatz im zukünftigen Halblingen? Auf jeden Fall, glaube ich, an einem ruhigen Ort. Vielleicht, weil im Moment hier so viel Trubel ist. Das könnte zum Beispiel der Duftrosengarten vom Schriftsteller sein. Oder vielleicht auch ein Platz an einem Bach mit einem Blick auf die Mühle. Irgendwas, wo man der Natur nahe ist und so ein bisschen fernab vom Trubel. Welcher Beruf sollte deiner Meinung nach in Halblingen auf keinen Fall fehlen? Also auf jeden Fall sollte es unbedingt eine Weberei geben, weil ich ja sehr gerne nähe und irgendwo müssen die Stoffe ja herkommen. Und darüber hinaus den Laternenanzünder. Mein Opa hat mir vor einigen Jahren mal so nebenbei von dem Laternenanzünder hier im Dorf erzählt und ich musste da richtig drüber lachen, weil es natürlich logisch ist, dass es jemanden geben musste, der die Laternen anmacht und ausmacht und putzt, bevor alles elektrisch war. Aber ich hatte einfach noch nie darüber nachgedacht, dass das ein Beruf sein könnte. Und ich finde, auch in Halblingen sollte es so einen Laternenanzünder geben. Was hast du während des Projektes gelernt? Geduld. Eigentlich sollte das Kickstarter-Projekt schon vor ungefähr einem Jahr starten. Und das hat sich immer wieder verzögert. Es arbeiten ja auch alle nur in ihrer Freizeit daran. Und das ist jetzt halt schon ein ziemlich langer Endspurt.
Und das andere, was ich gelernt habe, ist ziemlich schnell den Sinn in Josuas Notizen zu erfassen und so aufzuschreiben, dass alle anderen es auch verstehen. Wenn du ein Halbling wärst, der in Halblingen wohnt, welchen Beruf würdest du ausüben? Also ich handarbeite ja sowieso sehr gerne und bei meiner Recherche für ein Kleid, das ich nähen möchte, denn ich brauche ja noch ein passendes Outfit zu Josuas Halblingsoutfit, bin ich auf so viele interessante historische Techniken und Schnittmuster und Modelle gestoßen, dass ich glaube, ich würde bei dem Schneider in Lehre gehen. Und hier geht es weiter zu einem Video mit Annika. Sie entführt euch mit ihren Zeichnungen schon jetzt nach Halblingen.